Fledermäuse stehen in Deutschland unter Schutz. Dass man mit dem gemeinsamen Willen, die Umwelt zu erhalten und auch etwas für das Klima zu tun, trotzdem mächtig aneinander geraten kann, das zeigt sich oftmals beim geplanten Bau von Windkraftanlagen. Wenn es etwa zur Frage kommt, ob ein friedliches Nebeneinander möglich ist von Windrädern einerseits und Vögeln oder anderen Flugtieren wie Fledermäusen andererseits. Oft macht der wichtige Artenschutz die Vorbereitung und Genehmigung von Windrädern langwierig oder verhindert sie gar. Ein Konflikt, den man auch mittendrin in Havelberg nahe der Elbe kennt, wie Minou Amirsee beobachten konnte. Den Batman Sachsen-Anhalts nennen ihn viele hier, Bernd Ohlendorf, passionierter Fledermausforscher. Seit 27 Jahren richtet er sein Augenmerk auf die Fledermäuse im Havelberger Stadtwald. Oh, toll. Die haben spitze, lange Flügel. Segler heißt, sie können wirklich segeln in der Luft und können hohe Geschwindigkeiten erreichen. Fliegen oft in sehr großen Höhen, deswegen sind sie auch so gefährdet in den Windkraftanlagen. Sie fliegen zwischen zwei durch, da fliegen sie durch einen Unterdruckbereich und in dem Moment, wo sie dahin durchfliegen, haben sie schon das Problem, können sie schon geschädigt werden oder gleich getötet. Zusammen mit Peter Busse hat er allein hier im Stadtwald mehr als 100 Kästen aufgehängt. Denn Fledermäuse sind wichtig für die Land- und Forstwirtschaft. Sie vertilgen jede Menge Insekten, die den Wald schädigen können, wie zum Beispiel Borkenkäfer. In Deutschland sind die meisten Arten gefährdet, einige sogar vom Aussterben bedroht. Deshalb haben sie alle Fledermäuse, die sie gefunden haben, mit Ringen markiert. Im Laufe der Zeit waren das schon Tausende. Wir haben also das Monitoring gestartet, wir haben die Bedeutung erkannt, die Stadt hat es erkannt, waren alle stolz, bis auf den Tag, wie es hieß, jetzt können auch Windräder auch im Wald kommen. Und das ist sozusagen das Neue und wo wir sagen, stopp, hier ist irgendwo eine Linie, hier darf nicht überschritten werden. Diese Windräder stehen etwa 10 Kilometer vom Havelberger Stadtwald entfernt und sind verhältnismäßig klein. Ganz im Gegensatz zu denen der neuesten Generation, die nach Havelberg kommen würde. Je größer die Anlagen, desto gefährlicher würden sie für Vögel und Fledermäuse, sagt Bernd Ohlendorf. Es geht um die grundsätzliche Frage, was auf kommunaler Ebene Vorrang hat, der Natur- oder Artenschutz oder die Windkraft. Es gibt keine ausgewiesenen Windkraftgebiete in Havelberg. Und wir haben uns aber trotzdem überlegt, wir wollen ja unsere Zukunft auch nachhaltig gestalten. Das bedeutet auch Energiewirtschaft bzw. Energiegewinnung für die Region. Und sind dann zum Schluss gekommen, dass man das über erneuerbare Energien abbilden sollte. Ziel der Bundesregierung ist, im Jahr 2030 sollen erneuerbare Energien 80% des Bruttostromverbrauchs abdecken. Windenergieanlagen an Land spielen dafür eine entscheidende Rolle. Für den Bürgermeister geht es auch darum, durch die Erträge der Windenergie Geld für seine Gemeinde zu erwirtschaften. Wir haben ein massives Haushaltsdefizit. Das ist jetzt jährlich 1,5 Millionen Euro negativ, die quasi als Schulden angehäuft werden. Also jedes Jahr 1,5 Millionen dazu. Und die Stadt versucht natürlich, und auch ich als Bürgermeister, diese Situation wieder zu richten. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie kein Geld haben, können Sie auch wenig gestalten in der Gemeinde. Das bedeutet, dass Sie Ihren Bürgern auch nichts anbieten können. Ein Argument, das der Fledermausforscher nicht gelten lässt. Bernd Ohlendorf kontrolliert die Bäume, in denen sich die Fledermäuse aufhalten. Dafür versucht er, die Tiere anzulocken. Und überprüft so, ob die Baumhöhlen besetzt sind. Um hier Windkraftanlagen bauen zu können, müssten all diese Bäume gefällt werden. Damit wäre der gesamte Fledermausbestand in Havelberg gefährdet, denn die Weibchen mit ihren Jungen haben absolute Priorität, haben Schutz. Und wenn ich da reingreife, dann zerstöre ich alles andere. Und das will der Batman von Sachsen-Anhalt um jeden Preis verhindern.